Also Frank, du hast in deinem Vortrag gesagt, dass du ein Bewusstseinsarchäologe bist. Und das finde ich klingt sehr spannend. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, man kann das so sehen, dass wenn man sich mit Bewusstsein oder dem Phänomen des Bewusstseins auseinandersetzt, dass es nicht nur hier unsere heutige Zeit betrifft, sondern dass wir eine Geschichte haben von dem menschlichen Bewusstsein, das sehr, sehr weit zurückgeht natürlich. Und ich versuche immer Wege oder Indikatoren zu finden, wo gewisse Eigenschaften passiert sind, die zu dem Zustand, in der wir uns jetzt befinden in der Welt, geführt haben. So Schlüsselmomente. Und das ist so eine Art Archäologie, weil du gehst einfach wie ein Archäologe, aber nicht durch ein Gebäude oder eine Ruine, sondern du gehst irgendwie durch historische Überreste zurück und erkennst Muster. Und diese Muster helfen dir, ein besseres Verständnis der derzeitigen Lage in der Welt zu erfassen, damit du dich besser bewegen, damit kannst, besser navigieren kannst durch Chaos vielleicht oder verrückte Zeiten, wie wir jetzt gerade erleben. Macht das Sinn? Ja, es macht absolut Sinn, auf jeden Fall. Und das ist super interessant. Eigentlich wie so eine Art Puzzle, das du versuchst zusammenzusetzen, was in vielen Teilen irgendwo verstreut liegt. Ja. Ja, und du erzählst auch viel von den Gnostikern und wie bist du darauf gekommen, auf das Thema? Auf die Gnostik. Ja, wie bist du darauf Ich habe gestoßen? das Wort Gnostik oder die Gnostiker schon seit Jahrzehnten irgendwie immer gehört und immer wieder. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass diese Gnostiker so eine frühchristliche Sekte war, die so mehr esoterisch waren. Und es war aber erst vor 2 oder 3 Jahren würde ich sagen, wo ich eigentlich einen modernen Gnostiker kennengelernt habe. Okay. Erstens durch seine Aussage, durch seine Arbeit. Ich habe dann mich mehr vertraut gemacht mit seiner Arbeit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit einem Thema beschäftigt, das mit den Ursprüngen des Zweiten Weltkriegs zu tun hatte. Aber ich wollte das Thema zwar berichten, aber nicht nur von einem trocken politischen Sicht oder der ist schuldig, der ist nicht und so weiter, sondern ich suchte den 40.000 Meter Blick, den Ja. Metablick über warum überhaupt, wie ist dies, warum diese Polaritäten aufeinander gestoßen sind. Und da war für mich der Schlüssel in der Gnostik. Warum? Weil die wahre Gnostik, da gibt es eine, okay, es würden mich einige Leute wahrscheinlich da bestreiten werden wollen, wahre Gnostik und unwahre und so weiter. Ich teile die Gnostik eigentlich auf zwei Schienen auf. Die Schiene, die ich damals, als es mir nicht so bekannt war, immer so im Hinterkopf hatte, ist die, was ich heutzutage als die Art Pop-Gnostik bezeichne. Okay. Das ist die Gnostik, die irgendwie mit Christentum verbunden und verwoben wurde. Pistis Sophia und solche Sachen, wo Leute dann reden über die wahre Aufgabe von Jesus Christi und solche esoterischen anderen Seiten Oder des im Grunde so Christentums. Religionen sich versucht haben Ja, sie haben überzustülpen oder versucht, die so. Religion irgendwie in die Esoterik einzubinden, in das New Age. Aber was ich gelernt habe durch einen echten Gnostiker, und ich würde hier sagen, der Name ist John Lamb Lash, damit Ja. für diejenigen, die zuhören und sich damit auseinandersetzen wollen, ich erkenne ihn als einer der führenden wahren Gnostiker in dem Sinne, dass er eigentlich einige der wenigen ist, der sich mit der Quelldatei, die Quelldaten, aus denen Gnostizismus eigentlich herauswuchs, wirklich beschäftigt hat in einer Art, die nicht mit Christentum zu tun hatte. In anderen Worten, er hat nicht versucht, die aramäische oder abrahamitische Religionsansätze obendrauf zu setzen, um zu erkennen, ah ja, diese Dokumente, da ist es wieder. Sondern er hat die Dokumente an sich einfach angeschaut, was da wirklich stand. Und daraus kommt dann die zweite Schiene von Gnostizismus. Und das ist der Ursprung. Und man lernt, dass es dieses setianische Gnostiker gab. Die Setianer. kommen von Seth. Seth ist einer der Figuren, von denen man hört in der Urzeit. Und sie waren diejenigen, die man ursprünglich als die Telestai bezeichnet hatte, Okay. die, Hab ich noch nie die gehört. gezielt waren. Und später wurden sie dann
Sie waren lange Zeit anonym, sie haben die Mysterienschulen gegründet, sie haben sich durch die ganzen persischen Länder ausgebreitet und waren diejenigen, wo du hingehen konntest, um erweitertes Bewusstsein zu erreichen. Und es waren diejenigen, die sich mit der sophianischen Energie, mit der planetarischen Intelligenz gefunden haben. Und sie haben sie entdeckt und sie haben mit dir interagiert. Und sie haben eine direkte Erfahrung gehabt, direktes Wissen. Nicht durch Bücher, nicht durch Hierarchie, nicht durch eine Post. Also sie haben es auch mit Anthony O'Jens oder auch ohne, aber sie haben sich in Gruppen aufgeteilt. 8 Frauen, 8 Männer, jeweils wechselnde Anleiter oder Führer in der Gruppe und sie haben sich mit dieser Intelligenz des Planeten auseinandergesetzt über hunderte von Jahren. Und was daraus entstanden ist riesige Bibliotheken, Artefakten. Sie waren Schützer und Hüter dieser Weisheiten und dieser uralten Wissens. Und dann kam eben diese Schiene abrahamitische Religion hinein und die Kirchenväter und die römische Armee. Und dann das ging dann richtig los. Sie kamen hinaus und haben sich dagegen gestellt, haben gesagt, wir sind nicht unsere Menschheit wartet auf keinen Erlöser. Das Erlösertum-Prinzip ist ein Fehler. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Selbst die Erlösung. Ja, es kommt keiner von außen hat hier was zu suchen. Wir wissen das, weil wir eben direkte Erfahrung mit Sophia gemacht haben. Und so hattest du diese pure Schiene, und die wurde leider ausgelöscht. Und das Einzige, was wir übrig haben von ihnen, ist, was in der Nag Hammadi Codices, die 52 Büchlein, die ersten ältesten gebundenen Bücher, die wir auf der Erde gefunden haben in 1945. Darin sind die Überreste, die Fragmente von ihrem Wissen drin. Ist das? Ja, also es ist jetzt viel, das ich auch noch nie gehört hatte. Genau, ich muss mir das auch noch mal. Genau, ich muss mir das auf jeden Fall noch mal die einzelnen Sachen. Ganz einfach. Zwei Schienen Gnostizismus, eine viel ältere Ursprung, der 6000 Jahre zurückgeht und dann der neue Ansatz. Ja, man könnte sagen, die Gnostiker waren eine Art Bedrohung, weil sie waren für Freiheit, sie waren nicht für eine Hierarchie, sie haben keine Autorität erkannt, sie waren Heretiker, und wenn man das Wort Heretiker, das Wurzel des Wortes anschaut, dann sieht man hier die Definition von diejenigen, die wählen wollen. Nicht diejenigen, die einer Autorität folgen. Sie sahen die Autoritäten als Archonten, und das ist der zweite Ansatz von den Gnostikern, der wichtig ist. Sie haben uns die Archonten beschrieben, und sie haben beschrieben, wie sie funktionieren und wie sie in unserer Welt störerisch unterwegs sind, und haben uns Wege gegeben, das zu identifizieren, damit wir freisteuern von dieser archontischen Überlagerung. Das mögen die Archonten natürlich nicht so gerne. Natürlich wollen die das nicht. Und ich glaube, man könnte sagen, der Ursprung von dieser Polarität zwischen menschliche, göttliche Intelligenz, den alle von uns als Lebewesen in uns haben, zu verwirklichen, wird abgelenkt oder weggezogen durch diese archontische Energie. Und das ist eigentlich der Ursprung. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich suchte den 40.000 Meter Blick. Genau. Eigentlich ist der Ursprung von dieser Auseinandersetzung liegt genau da. Ja. Gar nicht im Großen, sondern vielleicht auch im Inneren, Ja, es ist eine prinzipielle Entscheidung in uns selber, zu verstehen, dass wir zur Erde gehören, dass wir eine Verbindung in ihrem Fall haben sie halt Sophia genannt, dass wir das haben und dass wir durch diese Verbindung, diese Wiederherstellung von dieser Verbindung zu uns finden und dann das verwirklichen, wozu wir eigentlich hier sind. Wow. Ja, vielen Dank, Frank. Das war super, mega. Also wirklich, ich muss das erstmal verarbeiten. Ja. Es ist mega. Es ist wirklich mega. So spannend. Es hat mich wirklich seit heute beschäftigt. Ja, das glaube ich. Ich habe ja hier einen Vortrag gegeben, weil ich wollte ja die Geschichte von, John Lash hat diese Geschichte Sophias über 30 Jahre akribisch als vergleichender Mythologe weltweit zusammengestellt, und viele Fragmente, die in verschiedenen Kulturen, Veden und Südamerika und in Nordamerika, man gibt Überlappungen von dieser Geschichte, aber sie sind zerstückelt und zerbröckelt worden. Es war ihm haben wir zu verdanken, dass er es wiederhergestellt hat. Die gesamte
einheitliche globale Entstehungsgeschichte, Schöpfermythos, Wow. außerhalb von Yahweh und die abrahamisch-mythische Version. Das ist einzigartig und es gab es nicht auf Deutsch. Und ich habe sie in einer von meinen Serien auf Englisch gemacht, ja, und Tonya Maidenford hat sie gesprochen, wunderbar, aber es ist sehr technisch, es ist lang, 3-4 Stunden. Und ich hatte hier keine 3-4 Stunden. Ich dachte Ja. mir, jetzt komme ich zu einem UFO-Kongress, wo man über Außerirdische redet. Ich werde mal die Geschichte der Irdischen erzählen, ja, wo wir kommen ja auch aus dem Kosmos. Und da ist natürlich Sophia eine sehr bedeutende Figur. Was ist Sophia? Wo kommt sie her? Wie ist sie Planet geworden? Diese Geschichte ist in der deutschen Sprache von niemandem bis jetzt, soweit ich kenne, Ja. erzählt worden. Und Ich hab's hatte mir da auch noch nie vorgenommen. vorher was von gehört und also mein Name ist ja Sophia und eigentlich hätte man davon dann ja vielleicht schon mal irgendwann drauf geachtet, wenn man das Sophia mitbekommen ist hätte. ja Weisheit, Genau, Wisdom. Ja, genau. und deshalb Und hört man Sophia ich habe aber auch überall. davon noch nie etwas Aber mitbekommen. sie ist versteckt und sie ist versteckt in der Ja. Mutter Erde, in der New Age und so weiter. Aber Ja, keiner super spannend. hat wirklich ein volles Verständnis für, wo das herkommt. Was sind die Wurzeln von dieser Sophia? Und das will ich oder versuche ich mindestens in meiner Art und Weise zu übertragen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Arbeit und dass du das ja, den Menschen hier auch zugänglich machen möchtest, dass das dann noch mehr Leute und Menschen ja, verstehen und erleben können. Und ja, vielen Dank, Frank. Danke. Das ist mir eine Ehre. Danke sehr.